Hallo zusammen, heute ist ein spezieller Tag. Der Kymco AK 575 Modell 2026 ist heute gerade eingetroffen und ich werde euch heute mal alle technischen Daten vorstellen, die Ausstattung und natürlich am Ende auch eine Testfahrt machen. Das Witzige daran ist, ich bin tatsächlich noch nie einen Kymco gefahren. Das ist jetzt diesmal der erste. Ich wollte immer mal einen testen, hat sich aber nie ergeben. Und jetzt gleich der AK 575, also die Premium-Liga von Kymco. Und da bin ich schon extrem gespannt, wie der sich fährt. Ist ja doch ein sehr sportlicher Roller. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Kymco entstanden. Kymco hat mir netterweise den AK 575 zum Testen zur Verfügung gestellt. Bevor ich euch gleich mal so die Ausstattung zeige und die einzelnen Features des Fahrzeugs, vielleicht erstmal ein paar Sachen zu den technischen Daten. Der Kymco AK 575 hat einen Zweizylinder-Reihenmotor, ist flüssig gekühlt, hat einen Hubraum von 574 Kubikzentimetern mit einer Leistung von 52,3 PS bei 7000 Umdrehungen und einem Drehmoment von 56,4 Newtonmeter bei 5750 Umdrehungen pro Minute. Das Getriebe ist eine CVT-Variomatik und der Antrieb erfolgt über einen Zahnriemen. Der Kymco hat eine Traktionskontrolle und verfügt natürlich über ABS, und zwar von Bosch, und sogar ein Kurven-ABS. Der Rahmen ist ein Aluminium-Brückenrahmen, also sehr motorradähnlich. Vorne an der Vorderradgabel haben wir eine 41 mm Upside-Down-Gabel und am Hinterrad eine Zweiarmschwinge mit Monofederbein. Die Sitzhöhe ist 790 mm, Gewicht fahrbereit 238 Kilo, zulässiges Gesamtgewicht 403 Kilogramm und der Radstand sind 1580 mm. Der Tankinhalt sind 14,5 Liter und der Verbrauch liegt circa bei 4,2 Litern pro 100 Kilometern. Interessant wird es hier am Vorderrad. Wir haben eine Upside-Down-Gabel. Dazu kommen 270 mm Doppelscheibenbremse mit Bremssätteln von Brembo radial befestigt. Also da sollte relativ viel Bremspower da sein, werden wir nachher dann beim Fahrtest uns genauer anschauen. Der Reifen vorne ist ein 120/70/15 und die Reifen sind von Dunlop, das sind die Sportmax. Also anständige Reifen drauf. Und bei der Bremsanlage, da bin ich tatsächlich schon wirklich gespannt. Der Roller hat natürlich auch ein bisschen mehr Leistung und dann müssen wir natürlich auch gute Bremsen haben, damit man sicher zum Stehen kommt. So, ich mache jetzt mal einen kurzen Walkaround mit euch. Hier sehen wir jetzt mal die Front von vorne. Ich mache auch gleich mal das Licht an, dass ihr mal die Lichtsilhouette vorne sieht. Wir haben natürlich komplett LED-Beleuchtung. Wir haben hier ein sehr schönes Windschild. Das ist elektrisch verstellbar. Zeige ich euch mal gleich, wie das funktioniert. Auch stufenlos. Dazu kommen dann hier Spiegel, die nicht am Lenker, sondern hier vorne an der Karosserie befestigt sind. Was ganz schön ist, die Spiegel kann man, wenn man jetzt irgendwo zum Beispiel in der Garage ist, einfach einklappen nach vorne oder auch ein bisschen nach hinten, sodass das Fahrzeug dann ein bisschen schmaler wird. Der Motor liegt hier unten, Zweizylinder-Reihenmotor, schön unter der Verkleidung abgedeckt, also von dem ist nicht viel zu sehen. Einzelauspuff hinten, der ein bisschen nach oben geht, also ein bisschen sportlich nach oben gezogen. Hat auch eine optisch sehr schöne Verkleidung hier, so in Glanzschwarz und Mattschwarz. Hier haben wir die Fußrasten für den Sozius. Und dann hier hinten 260 mm Bremse hinten. Was ihr hier seht, das ist dann die Feststellbremse, zeige ich euch auch gleich mal vorne. Hinten auch wieder ein 15 Zoll Rad mit einem 160/60er Reifen drauf. Also da ist schon ganz schöner Schlappen hinten drauf. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier hinten den Riemenantrieb mit einem Monofederbein. Natürlich Hauptständer und Seitenständer vorhanden. Das hier ist jetzt die Rückansicht. Ich mache den gleich mal an, dann können wir uns die Beleuchtung mal anschauen. Natürlich alles keyless. So, hier haben wir jetzt hinten die Rückansicht. Sehr schöne Silhouette. Und so sieht die Beleuchtung jetzt von vorne aus. Voll LED mit Tagfahrlicht. So, jetzt bin ich hier vorne am Lenker, zeige euch mal die Armaturen. Die sind natürlich wirklich recht umfangreich. Da sehen wir auch schon einiges an Ausstattung, was der Kymco AK 575 hat. Hier unten erstmal der große Hebel. Das ist der Feststellhebel, die Parkbremse. Bei Automatikrollern natürlich immer wichtig, wenn man auf dem Seitenständer steht oder ein bisschen abhängig steht, dass man den Roller feststellen kann. Dann haben wir hier stufenlose Einstellungen für das Windschild, Blinker natürlich, Hupe, Fernlicht. Hier oben ist noch ein kleiner Schalter, da kann ich das Licht ein- und ausschalten. Und hier an der Seite haben wir den Tempomaten. Einmal hier zum Aktivieren und dann kann ich über Plus Minus die Geschwindigkeit regulieren in 2 Kilometer Schritten. Hier oben in der Mitte, das ist der Anschalter für das Keyless-System. Damit aktiviere ich das Fahrzeug. Hier unten in der Mitte sind jetzt noch einige Tasten. Links die Taste für den Tankdeckel, dann hier wird die Sitzbankentriegelung. Hier kann ich den Trip einstellen und auch Nullen. Und hier ist das Lenkradschloss auf dieser Seite. Auf der anderen Seite der Armatur habe ich auch noch zwei Knöpfe. Einmal den Mode-Button, der ist für die verschiedenen Fahrmodi. Und hier unten ist so ein kleiner Kippschalter, der ist für die Griffheizung. In 3 Stufen kann ich die einstellen. Und ich habe natürlich
einstellbare Griffe. Also ich kann über das Drehrad hier die Griffweite einstellen. Auf der anderen Seite der Armaturen habe ich hier den Kill-Switch. Über diesen Kippschalter hier kann ich mir verschiedene Informationen im Display abrufen, was den Reifendruck angeht oder aber auch die Voltanzeige, den Verbrauch pro 100 Kilometer. Das ist ganz gut, geht ganz schnell auch während der Fahrt. Und hier vorne sind noch zwei Schalter. Einmal ein Lock-Button, damit blockiere ich das Display. Wenn ich also irgendwelche Einstellungen gemacht habe, dann kann ich die hier unten feststellen. Und ich habe natürlich hier meinen Starterknopf, der auch gleichzeitig die Warnblinkanlage ist. Das heißt, wenn ich den nach hier kippe, dann ist die Warnblinkanlage aktiviert. So, dann zeige ich euch mal das Display. Einmal hier über den Knopf aktivieren. Und dann können wir hier das Display sehen. Jetzt die orange Variante über den Mode-Button, der hier vorne ist. Das mache ich mal als erstes, kann ich den Modus wechseln. Das blaue ist jetzt der Regenmodus und über die Taste kann ich wieder zurück in den Power-Modus. Gehen wir mal die einzelnen Anzeigen durch. Ich habe hier mein Drehzahlmesser, dann hier unten ist die Trip-Anzeige. Hier oben habe ich die Volt-Einstellung, die ich natürlich umswitchen kann über diesen Kipphebel hier. Luftdruck vorne, Luftdruck hinten, Voltanzeige und den Verbrauch. Hier oben ist die Anzeige für den Tempomaten. Unten wird die Geschwindigkeit dann angezeigt, wenn der Tempomat aktiviert ist. Rechte Seite klar, großer Tacho, Tankanzeige, oben die Wassertemperaturanzeige und dann die üblichen Warnleuchten für ABS, Motorkontrollleuchte und Öl. Und das war es an sich auch schon. Was das Cockpit angeht, ist auf jeden Fall, soweit ich das jetzt sehen kann, sehr gut ablesbar. Als nächstes schauen wir uns mal das Helmfach an. Vorne Taste drücken, dann geht das Ganze nach hinten auf. Und wir sehen das relativ große Helmfach. Ist noch die Beschreibung drin, passt also auf jeden Fall ein großer Integralhelm rein und man hat dann hier oben noch ein bisschen Platz für zusätzliches Zubehör wie Handschuhe, Renierengurt, was auch immer. Hier oben ist noch eine Beleuchtung, sodass man nachts auch was sieht. Also sehr geräumig. Ich nehme einfach mal meinen Helm. Helm kommt, sieht man unten an der Ausformung, kommt verkehrt rum rein, so nach unten und dann geht die Sitzbank wunderbar zu. Also ein Integralhelm, kein Problem und dann sieht man hier oben ist noch ein bisschen Platz für kleinere Sachen. Also auf jeden Fall ein recht angenehmes Helmfach von der Größe. Hier vorne ist dann der Tankzugang, den auch wie gesagt über die Taste hier vorne, dann kann ich das Ganze hochklappen. Hier drunter ist dann der Tankverschluss, den klappt man nach oben und dann einfach drehen, abnehmen. Alles aus Metall, gut verarbeitet, simpel von der Handhabung, Klappe zu. Da kommt man also sehr gut ran. So, ein Handschuhfach haben wir auch noch, allerdings nur auf der rechten Seite. Hier oben raufdrücken, dann geht das Ganze auf. Abgedichtet schön mit einer Gummilippe hier. Ist auch recht tief, also kriegt die ganze Hand rein. Da passt also mit Sicherheit, ich kann es mal testen, Smartphone gar kein Problem. Kriegt man auch mehrere rein oder eine Wasserflasche. Also das ist auf jeden Fall recht groß. Und hinten sieht man, da oben ist noch ein USB-C-Anschluss. Kann ich also mein Handy ganz praktisch hier im Handschuhfach laden. So, ich zeige euch jetzt nochmal rasch, wie das Windschild eingestellt wird. Fahrzeug an, ganz simpel. Dann habe ich hier einfach diesen WIP-Schalter, drücke rauf und das Windschild fährt nach oben. Schöne ist, stufenlos. Also ich kann mir genau aussuchen, wo ich es haben möchte. Also je nach Größe, wie groß ihr seid, könnt ihr euch das auf eure Position bringen. Ist auch schön breit. Wir schauen natürlich nachher bei der Fahrt nochmal ganz genau, wie das so mit der Windableitung ist, ob da Geräusche am Helm sind. Fühlt sich aber so in der höchsten Position ganz gut an. Also ich kann gerade knapp rüber gucken, sollte der Wind also schön über den Helm rübergehen. Ja, das ist jetzt die Sitzposition. Wirklich sehr angenehm. Also ich kann ein bisschen nach vorne rutschen. Schön breite Sitzbank und mit den Füßen komme ich ganz easy auf den Boden, bin 1,88 groß, habe dann natürlich zwei Positionen für die Beine. Einmal so die normale hier und dann die Position so Cruiser-mäßig, wenn ich das Bein ein bisschen nach vorne machen möchte. Sitzposition für mich also wirklich angenehm, auch bei meiner Größe. Ich kann mich hinten schön reindrücken, dann die Füße nach vorne und dann habe ich den Lenker in einer guten Position und dann ab auf die Landstraße oder Autobahn und dann kann man einen Kilometer runterreißen. Eine Sache, die auch schön ist, an den Seitenständer kommt man wirklich gut ran. Da ist so ein gut erreichbarer Hebel hier oben, einfach Fuß rauf, zack, zur Seite. Handling muss ich sagen, also jetzt vom Gewicht 238 Kilo ist nicht gerade leicht. Machen wir den mal weg. Wenn ich den so ein bisschen in die Seite lege, Schwerpunkt ist halt schön tief, weil der Motor unten sitzt, das ist so absolut okay. Und wichtig immer aufbocken. Das heißt, wie kann ich jetzt die 238 Kilo aufbocken auf den Hauptständer? Super easy. Also das ist wirklich toll gemacht. Das geht super leicht von der Hand hier hinten. Also da muss ich gar nicht anfassen und ziehen oder so. Das kann ich ganz einfach machen. Fuß ein bisschen drücken, zack, und der kippt automatisch rein. Und das ist ja auch immer eine wichtige Sache fürs Handling. Wenn man das Ganze schwer manövrieren kann oder schwer aufbocken kann, macht es keinen Spaß. Also das ist toll gemacht, Hauptständer super leicht.
Ja, also Ausstattung muss ich sagen, ist wirklich gut. Hier mit den Spiegeln, dass man die so nach hinten und nach vorne klappen kann, finde ich toll. Windschild, super. Ne? Also elektrisches Windschild finde ich immer schön. Kann man, ohne dass man absteigt, während der Fahrt verstellen das Ganze. Tempomat finde ich toll. Griffheizung natürlich super, wenn es mal ein bisschen frischer ist. Aber Tempomat so bei Reisen, boah, super angenehm. Also der Kymco AK 575 ist definitiv eine Alternative auch zu dem T-Max von Yamaha, aber deutlich günstiger. T-Max kostet zurzeit, glaube ich, um die 15.000 Euro. Der hier kostet zurzeit 12.719 Euro. Finde ich einen guten Preis. Also für einen 574 Kubikroller, Zweizylinder-Reihenmotor mit deutlich über 50 Newtonmetern, das ist schon mal eine Ansage. Also finde ich gut. Und Kymco ist für Qualität bekannt. Also auch von der Haltbarkeit sind die Fahrzeuge, glaube ich, zumindest was ich gehört habe, sehr gut. Dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit für eine Probefahrt. Es kann jetzt sein, dass das Display ein bisschen flackert. Das ist, wenn man es jetzt normal sieht, natürlich nicht der Fall, sondern das kommt durch die Verschlusszeit meiner Kamera. Von daher nicht irritieren lassen, das sieht alles hier ganz normal aus. So, erstmal so ein bisschen Handling, Sitzposition. Ja, also Handling ist jetzt wirklich gut. Kommt mir jetzt nicht so schwer vor, wie er ist. Aber man merkt schon, der liegt sehr satt auf der Straße. Sehr ruhiger Motor. Zweizylinder läuft natürlich butterweich. Auch der Antrieb durch den Riemenantrieb hinten kaum spürbar, auch nicht hörbar. Auspuff hört sich aber sehr gut an. Schöner, kerniger Sound. So, mal gucken, wie man den jetzt wenden kann hier. Ja, wunderbar. Kein Problem. Natürlich jetzt im Vergleich zu einer Vespa oder einer Bretter ganz was anderes. Deutlich mehr Leistung, alles eher ein bisschen motorradähnlich. So, ich muss jetzt unbedingt erstmal die Bremsen testen. Also ich fahre jetzt mal hier so 50, 60. Mach mal nur mit 2 Fingern. Ui, 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 ui. Oh, ich muss mich richtig festhalten. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Moment mal nochmal. Also ich mache mal nur vorne die Brembo-Bremszangen. Okay, ABS springt an, dosiert ganz gut, wirklich erst kurz bevor es blockiert das Rad. Oh, also die Brembo-Bremsen, die ziehen richtig. Also Doppelscheiben vorne, klasse. Jetzt gucken wir mal ein bisschen Dosierbarkeit, wie das ist. Ja, ich jetzt mit 2 Fingern. Ja, trotzdem kann man so schön dosieren. Also es ist jetzt nicht gleich so, dass die ganz hart reingreift, die Bremse, sondern erst wenn man richtig zieht, dann entwickelt sie voll die Wirkung. Muss mich auch schön beim Lenker abstützen. Ja, aber trotzdem kann man die wirklich schön, wenn man jetzt sachte fährt, schön weich dosieren. Alles klasse. Gucken wir mal hinten. 50. Ah, okay, hinten natürlich wie bei Rollern so üblich, spricht das ABS natürlich früher an. Wenn wir jetzt mal beide zusammen machen, sollte das Ding ja 0, nichts stehen. Boah. Also Bremsen, richtig klasse. Jetzt mal kurz Beschleunigung auf 50, 60. Ah ja, okay. Okay. Also Beschleunigung, ja, 56 Newtonmeter, da passiert natürlich richtig was. Man muss ja sagen, der hat natürlich genauso wie die meisten Roller, der hat ja eine Variomatik, also hat er natürlich auch dieses Vario-Loch ganz am Anfang so ein bisschen. Aber wenn er dann greift, dann zieht er natürlich richtig los. Ich mache das vorne gleich mal, da kann man ein bisschen schneller fahren. Werde auch gleich mal auf die Bundesstraße fahren, um mal zu checken, wie das mit dem Tempomaten funktioniert. Das interessiert mich wirklich sehr. Finde ich eine tolle Funktion. Heizgriffe brauche ich jetzt nicht, aber ich kann sie ja mal anmachen. Das heißt, den Schalter vorne lang drücken. Dann sieht man da vorne hier im Display Heizgriff an mit 3 Stufen. So, was mir gerade aufgefallen ist, beim Blinken wird man jetzt nicht hören. Der macht so ein leichtes Klickgeräusch. Mal gucken, ob ich es aufmachen kann. So.
Also das ist wie beim Auto, also nicht so ein Piepen, sondern eher so ein Klicken wie beim Auto, ist ganz angenehm. Für die, die gerne mal vergessen, den Blinker auszumachen. Die Spiegel finde ich sehr gut, kann ich gut was dann sehen. Ein bisschen ungewohnt, weil die jetzt so weit vorne liegen. Aber das, was man sieht, ist gut. Ich habe keine Ärmel drin. Mal schauen, jetzt mache ich mal die Scheibe runter. Oh ja, also deutlich mehr Wind am Helm. Hört man jetzt bestimmt auch am Mikrofon. Das sollte jetzt ziemlich laut sein. Und wenn ich die jetzt hoch mache, hier ein bisschen besser. Ja, und so ist tatsächlich am besten. Vorher habe ich so ein bisschen Pfeifgeräusche am Helm, wenn ich jetzt die Scheibe ganz runter mache. Aber im Sommer natürlich praktisch, kriegt man ein bisschen Luft ab. Jetzt, wenn ich ein bisschen höhere Geschwindigkeiten fahre, würde ich dann doch eher die Scheibe hoch machen. Hier haben wir doch mal eine schöne Kurve. Ja, Fahrwerk ist klasse. Liegt wie ein Brett an der Kurve. So, und jetzt schauen wir mal. Bundesstraße. Jetzt fahren wir 90. Jetzt mache ich noch mal den Tempomaten an. Jetzt einfach Set drücken. Ah, okay. Jetzt zeigt er mir hier in der Mitte an, Tempomat ist Set bei 94. Jetzt kann ich hier über den Plus-Minus-Schalter die Geschwindigkeit runterregeln. Und das ist halt wirklich praktisch. Man kann dann auf der Autobahn, wenn man halt längere Strecken fährt, immer schön mit dem Verkehr mitgleiten. Kann auch mal die rechte Hand entlasten, was sehr angenehm ist. Ja, und dann cruist man einfach so dahin. Jetzt setze ich mich mal ein bisschen hinten rein. Die Lendenwirbelstütze, sehr angenehm, muss ich sagen. So, mal gucken, wenn ich bremse, zack, geht sofort der Tempomat aus. So muss es sein. Wenn ich jetzt wieder unten auf Set drücke, dann ist er wieder an. Na gut, 60 ist ein bisschen zu langsam. Ja, und dann kann ich theoretisch rechts wegnehmen und hier über den Tempomaten meine Geschwindigkeit regeln. 92 jetzt und gleitet schön dahin. Ja, Sitzposition finde ich angenehm, hatte ich vorhin schon bei der Standprobe gesagt. Beine sehr schön nach vorne gestreckt, auch in der Normalposition gut. Aber dadurch, dass man hinten die Lendenwirbelstütze hat, kann man sich so schön hinten reindrücken. Hat man ein bisschen Widerstand, finde ich gut. Fahrwerk sehr ruhig, also schon Motorrad ähnlich. Ja, aber so vom Gewicht her, man gewöhnt sich schnell dran. Die 238 Kilo spüre ich jetzt beim Fahren nicht. Und wie gesagt, die Straßenlage liegt halt sehr satt auf der Straße der Kymco. Da ist halt Gewicht wieder ein bisschen von Vorteil, denn die 15 Zoll Räder, vorne 120, hinten 160er. So, und jetzt von 50 hoch beschleunigen. Zack, und schon 100. Also da ist jetzt halt wirklich gut Leistung da. Und die 56 Newtonmeter, die merkt man auch, wenn man jetzt hier mal dran zieht. Da passiert dann noch richtig was. Der Verbrauch liegt jetzt bei 100 bei 4,2, 4,5. Der zeigt den aktuellen Verbrauch mal an. Da geht es jetzt gerade ein bisschen hoch. 3,7. Ja, also ich schätze mal so im Schnitt, wenn man jetzt Strecken hat, wo man mal ein bisschen schneller fährt und mal 80, wird er wahrscheinlich bei den angegebenen 4,2, 4,5 vielleicht liegen. 14,5 Liter Tank reicht also auch für gute Reichweiten aus. So, jetzt haben wir gerade alles vor uns mal frei. Jetzt kann ich mal einen Beschleunigungstest 0 auf 100 machen und los. Und 100. So, dann werde ich gleich mal anhalten und komme dann zum Fazit von meinem Fahrtest. Ja, wie ist jetzt mein Eindruck nach der ersten Testfahrt? Also ich muss sagen, bin schwer begeistert. Also wenn man nach einem Fahrzeug sucht, was sportlich ist, eine tolle Straßenlage hat, fantastische Bremsen vorne mit den Brembo-Bremsen, die ankern wirklich richtig gut. Eine gute Ausstattung hat, da ist wirklich jetzt nichts, was mir fehlen würde. Es ist alles da. Dann ist man mit diesem Fahrzeug wirklich gut bedient. Gerade mit dem Preis 12.700 € ist eine Kampfansage. Ja, Negatives
Gibt es jetzt für mich an sich nichts zu berichten. Also beim Fahren Straßenlage toll, Bremsen toll, Windschutz gut, Komfort gut auf dem Fahrzeug, Federung ist gut, Leistung natürlich gut, klar. Also das Einzige, wenn ich jetzt wirklich suchen müsste, wäre vielleicht noch ein zweites Handschuhfach hier vorne, Kleinigkeit, und vielleicht das Gewicht. Ich bin ja immer jemand, der gerne leichte Fahrzeuge fährt. 238 Kilo ist natürlich schon ein kräftiges Gewicht, aber dadurch, dass es sehr tief sitzt, der Schwerpunkt, und dadurch, dass das Fahrwerk so gut ist, merkt man es beim Fahren an sich nicht. Also von daher kann man auch nicht sagen, dass es negativ ist, weil ja, es ist okay. Und alle vergleichbaren von Honda, XADV, Forza, T-Max sind ja in der gleichen Gewichtsklasse. Also von daher alles in Ordnung, und wichtig ist für mich immer, dass man es nicht merkt, und hier merkt man es nicht. Styling ist natürlich immer Geschmacksfrage. Da müsst ihr euch selber euer Urteil bilden. Ich finde ihn sehr gut gelungen. Auch gerade die Front finde ich sehr schön. Für so einen Sportroller, der muss halt auch ein bisschen dynamisch aussehen, sonst passt es natürlich nicht. Also alles in allem Kymco AK 575i Premium, ein tolles Modell, macht Spaß zu fahren. Wenn ihr einen Händler in der Nähe habt, fahrt ihn einfach mal Probe. Wenn ihr nach einem Fahrzeug sucht, nach einem Roller, der ein bisschen mehr Leistung hat, mit dem man auch Touren zu zweit fahren kann. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen mit der Vorstellung und dem Test. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Bis dann und ciao.